Die meisten Freizeitparks stellen Fahrgeschäfte nebeneinander und hängen ein Schild davor. Und dann gibt es Orte, an denen jemand von Anfang bis Ende nachgedacht hat. Über jede Sichtachse, jedes Gebäude, jede Bewegung. Der Themenbereich Avalon im Toverland ist genauso ein Ort. Eine Welt, die aussieht, als hätte man sie aus Mittelerde herübergetragen und die zeigt, was passiert, wenn ein Park einen Bereich nicht nur baut, sondern über die Jahre reifen lässt. Die Geschichte von Avalon beginnt 2018. Toverland, bis dahin vor allem als Familienpark mit riesigen Hallen bekannt, wagte die größte Erweiterung seiner Geschichte. Rund 35 Millionen Euro für 2 neue Bereiche. Der Park wuchs auf das 1,5-fache seiner Fläche. 7 Hektar davon bekam Avalon. Und das Bemerkenswerte an der Eröffnung: Es gab hier zunächst nur 3 Dinge: eine Achterbahn, eine Bootsfahrt, ein Restaurant. Phoenix, Merlin's Quest, Flaming Feather. Das war alles und es reichte, um Avalon vom ersten Tag an zu einem der meist beachteten Themenbereiche der Benelux-Länder zu machen. Wer Avalon betritt, denkt unwillkürlich an Herr der Ringe. Eine keltisch-mittelalterliche Landschaft, rustikale Gebäude, Wasserläufe, dazwischen ein Zauberturm. Nichts hier schreit Freizeitpark und alles flüstert andere Welt. Die Geschichte dahinter ist die keltische Legende um den Zauberer Merlin, König Artus und sein Schwert Excalibur. Merlin steht im Zentrum, sein Begleiter ist der Phönix. Deshalb tragen die beiden Hauptattraktionen ihre Namen, Phoenix und Merlin's Quest. Diese Erzählung zieht sich bis in die kleinsten Ecken durch, in die kein Freizeitpark Geld stecken müsste. Im Zentrum des Themenbereichs steht Phoenix, ein Wing Coaster, bei dem man nicht über der Schiene sitzt, sondern links und rechts daneben, wie auf den Flügeln des Phoenix. 813 Meter lang, 40 Meter hoch und bis zu 95 Stundenkilometer schnell. Bei der Eröffnung 2018 der längste Wing Coaster Europas und der erste seiner Art in den Benelux-Ländern. Die Zahlen sind hier aber gar nicht mal der Punkt. Der Punkt ist die Streckenführung. Phoenix schlängelt sich durch den gesamten Bereich. Von fast jedem Ort in Avalon sieht man den Zug über sich hinwegfliegen. Der Bereich steht nie still. Immer ist irgendwo Bewegung. Und genau dieses Prinzip hat Toverland später zur Perfektion getrieben. Dazu später gleich mehr. Und dann die Attraktion, die man unterschätzt und die vielleicht die eindrucksvollste ist: Merlin's Quest, eine Bootsfahrt von Makreiz. 12 Minuten gleiten die Boote über 430 Meter durch ganz Avalon auf der Suche nach dem Brunnen des ewigen Lebens aus der keltischen Sage. Das Besondere passiert dann mitten in der Fahrt. Das Boot gleitet in eine Ruine und die Familienbootsfahrt wird zum Dark Ride. Nebel, Licht, Dufteffekte, aufwendig gefertigte Figuren, Fabelwesen, eine Meerjungfrau, ein lebender Baum. Handwerk, das man in dieser Attraktionsklasse schlicht nicht erwartet. Dieser Dark Ride ist Toverlands leise Ansage: Seht her, wir können auch mehr. 5 Jahre lang
blieb Avalon so. Groß, schön, aber mit Luft nach oben. Dann, im Juli 2023, kam der zweite Akt. Eine Erweiterung für weitere 11,5 Millionen Euro. Der Parkchef fasste sie in einem Satz zusammen. Damit ist Avalon erwachsen geworden. Das Kronjuwel dieser Erweiterung ist ein Kunststück der Planung. Pixarus, ein Skyfly des deutschen Herstellers Gerstlauer, steht mitten in der Helix des Phoenix. 2 Attraktionen, die haarscharf aneinander vorbeifliegen. Das gibt es so kein zweites Mal und es ist die Essenz dessen, was Avalon ausmacht. Hier wird nicht daneben gestellt, sondern hier wird ineinander komponiert. Dazu kam dann auch noch Dragon Watch, ein 17 Meter hoher Familienfreifallturm von Intamin. Das Drachennest von Avalon mit Aussicht über den ganzen Bereich. Dann noch die Garden Tour, eine Rundfahrt durch Merlins magischen Kräutergarten, in Wagen, die von einer Biene gezogen werden. Als drittes kam dann auch noch das Karussell Jumping Juna hinzu, bei dem 2 neue Parkfiguren einzogen, das Einhorn Juna und der Drache Sparky. Und dann ist da noch ein Detail, das perfekt zeigt, wie ernst es Toverland mit dieser Welt meint. Die Waterdwarf Ellie. Am Wegesrand stehen kleine Häuschen und in fast jedem spielt sich eine Szene ab. Merlin beim Schachspiel mit einem Zwerg, ein Drache, der Schnee speit. Und das Schöne, man kann sich von außen selbst in Bewegung setzen. Kleine mechanische Theater, die niemand bauen muss, die keine Attraktion sind. Und genau deshalb zeigen, dass hier jemand die Welt nicht nur bebaut, sondern belebt hat. Dazu kommt dann noch ein Wasserspielbereich und ein eigener Kleinkinderbereich. Avalon deckt seither jede Altersgruppe ab, ohne dass ein einziges Element wie ein Fremdkörper wirkt. Es stellt sich die Frage, warum funktioniert Avalon so gut? Und dafür gibt es im Wesentlichen 3 Gründe. Erstens, eine Geschichte, die konsequent zu Ende erzählt wird, von der Hauptfassade bis in die Nebenräume und in die Toiletten hinein. Zweitens, die kluge Auswahl und Anordnung der Fahrgeschäfte. Nicht das eine Spektakel, sondern das Zusammenspiel. Phoenix über den Köpfen, Pixarus in dessen Kurve, der Fallturm, die Bootsfahrt, die sich durch alles zieht. Jedes Element bringt Bewegung an einen anderen Punkt des Bereichs. Die kinetische Energie hält Avalon lebendig, auch für die, die gar nicht mitfahren. Und dann drittens die Geduld. Avalon wurde nicht fertig gebaut und abgehakt. Es wurde 5 Jahre später gezielt verdichtet. Und zwar dort, wo etwas fehlte, für die Zielgruppen, die noch nicht abgeholt waren. Kontinuierliche Verbesserung statt einem einmaligen Wurf. Und das Ergebnis ist ein Bereich, in dem 46 Millionen Euro stecken und in dem man keinen einzigen Euro davon sieht, weil alles einfach nur richtig und natürlich wird. Avalon ist für mich das beste Beispiel dafür, was ein mittelgroßer Park erreichen kann, wenn er nicht nur auf Rekorde zielt, sondern auf Stimmigkeit und wenn er dranbleibt. Es braucht keine 100 Meter hohe Achterbahn, sondern es braucht eine Idee, die konsequent zu Ende gedacht und dann weitergedacht wird. Wer nach Schevenum fährt, nehmen Sie sich Zeit für Avalon. Nicht nur für die Fahrten, sondern für den Ort an sich. Setzen Sie sich ans Wasser, schauen Sie Phoenix und Pixarus zu, wie sie umeinander fliegen. Und dann versteht man, warum dieser Bereich als einer der besten der Niederlande gilt. Das ist meine Sicht auf Avalon. Mich würde aber auch eure interessieren. Gibt es für euch einen Themenbereich, der noch besser gemacht ist, entweder in den Niederlanden oder anderswo? Schreibt es in die Kommentare.